Auf den Ebenen der Serengeti sind manche Jagden nicht nur Verfolgungsjagden zwischen Raubtier und Beute, sondern auch Prüfungen der Einheit. Wenn afrikanische Wildhunde sowohl mit der Beute vor ihnen als auch mit der Konkurrenz durch Hyänen hinter ihnen konfrontiert sind, bleibt die Frage unbeantwortet, was hat ihnen das Überleben in dieser rauen Landschaft ermöglicht? Afrikanische Wildhunde. Meister der Jagd in der Serengeti. Die Sonne geht langsam über dem Norden Tansanias auf. Das Morgenlicht breitet sich über die Serengeti-Ebene aus und erweckt eines der komplexesten und dynamischsten Ökosysteme der Erde zum Leben. Unter trockenem Gras und rissiger Erde hat das Leben auf diesen Moment gewartet, um einen neuen Tag zu beginnen. Die Serengeti ist ein Land in ständiger Bewegung. Herden von Huftieren wandern mit den Regenzeiten und Raubtiere passen sich jeder noch so subtilen Veränderung ihrer Umgebung an. Hier hängt Erfolg oder Misserfolg nicht von der individuellen Stärke ab, sondern von der Fähigkeit, sich über Generationen hinweg zu koordinieren, zu erinnern und anzupassen. In dieser weiten Landschaft erwacht eine besondere Gruppe von Jägern. Versteckt unter dem Blätterdach der Akazienbäume beobachtet ein Rudel afrikanischer Wildhunde, wie die Ebenen zum Leben erwachen. Diese Spezies hat die höchste Jagderfolgsquote in Afrika, oft über 80%. Dies ist nicht auf überlegene Stärke zurückzuführen, sondern auf ihre soziale Organisation und ihre einzigartigen kollektiven Jagdstrategien. Das Rudel wird von einem Alpha-Paar angeführt, Enkai, dem dominanten Männchen, das die Jagden leitet, und Nalai, dem Alpha-Weibchen, dem einzigen fortpflanzungsfähigen Individuum, das eine zentrale Rolle in der sozialen Struktur des gesamten Rudels einnimmt. Während viele Arten innerhalb ihrer eigenen Reihen hart miteinander konkurrieren, wählen afrikanische Wildhunde einen anderen Weg: absolute Zusammenarbeit. Jedes Tier hat ein einzigartiges Fell mit schwarzen, gelben und weißen Stecken. Diese Muster dienen nicht nur zur Identifizierung, sondern verwirren auch das Sehvermögen der Beute, wenn sich das Rudel gemeinsam bewegt. Ihr Körper ist auf Ausdauer gelegt. Lange Beine, ein großes Herz und kräftige Lungen ermöglichen es ihnen, über lange Strecken eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Die Jagd beginnt, während die Ebenen noch halb schlafen. Es gibt kein warnendes Brüllen, keine Hinterhalte in der Dunkelheit. Afrikanische Wildhunde wählen einen anderen Ansatz. Sie beginnen aus der Ferne. Als das Licht stärker wird,
erscheint in der Ferne eine Herde Gnus. Sofort verändert sich der Zustand des Rudels. Die Köpfe heben sich, die Atmung verändert sich. Alle Blicke richten sich auf dasselbe Ziel. Sie stürmen nicht vorwärts. Die Formation breitet sich aus, die Abstände werden präzise berechnet. Ein Individuum, das langsamer ist als die anderen, gerät aus dem Rhythmus. Die Verfolgung beginnt. Und dann, in der sonnenbeschienenen Ebene, findet die Jagd ihr Ende. Schnell, präzise, ohne eine einzige Bewegung zu verschwenden. Als die Sonne höher steigt, zieht sich das Rudel an einen Ort der Ruhe zurück. Aber die Ruhe ist nur vorübergehend. In der Serengeti-Ebene ist jeder Tag eine Abfolge neuer Herausforderungen. Und für afrikanische Wildhunde hängt das Überleben davon ab, ob das Rudel weiterhin als ein einziger, geeinter Körper funktionieren kann. In den Schichten heißer Luft, die unter der Sonne flimmern, hallen leise Geräusche aus der Ferne wider. Die unverkennbaren Rufe der Hyänen. Hyänen gelten seit langem als Aasfresser, doch in Wirklichkeit stammt der Großteil ihrer Nahrung aus aktiver Jagd. Sie sind Raubtiere mit großer Ausdauer, gut entwickeltem Sehvermögen und einem ausgeprägten Geruchssinn, die in der Lage sind, Beute über weite Strecken zu verfolgen und damit mit afrikanischen Wildhunden aufnehmen können. Die Hyänengesellschaft ist nach einem strengen matriarchalischen System organisiert. Die Weibchen sind größer und stärker als die Männchen und nehmen alle dominanten Positionen innerhalb des Clans ein. Jedes Individuum wird in eine feste soziale Ordnung hineingeboren, in der der Status früh im Leben festgelegt wird und sich direkt auf die Überlebenschancen auswirkt. Die Kiefer einer Hyäne gehören zu den stärksten Strukturen in der Welt der Säugetiere. Sie können große Knochen zermalmen und so Nährstoffe gewinnen, die viele andere Raubtiere zurücklassen müssen. Aus diesem Grund spielen Hyänen eine kritische Rolle bei der Beseitigung von Kadavern und der Verhinderung von Krankheiten in den Ebenen. Aber Hyänen sind nicht nur Opportunisten.
Mit ihrer überwältigenden Anzahl und ihrer engen Koordination können sie Löwen, Geparden und sogar Wildhunden ihre Beute stehlen. In diesen Konfrontationen gehört der Sieg in der Regel nicht den Schnellsten oder Stärksten, sondern der Seite, die besser organisiert ist. Die Anwesenheit von Hyänen erinnert daran, dass Erfolg in der Natur nicht allein von Geschwindigkeit oder individueller Stärke abhängt. Manchmal liegt die größte Kraft in der sozialen Struktur und der kollektiven Anpassungsfähigkeit. Wenn die Sonne über den Serengeti-Ebenen höher steigt, beginnt ein anderes Raubtier das Tageslicht zu nutzen. Zwischen den niedrigen Gräsern verschmelzen schlanke Gestalten fast mit der Landschaft: Geparden. Geparden sind die schnellsten Landtiere, die jemals gemessen wurden. In kurzen Sprints können sie Geschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde erreichen. Der Körper des Geparden ist das Ergebnis eines Evolutionsprozesses, der fast ausschließlich auf Geschwindigkeit ausgerichtet ist. Eine federnde Wirbelsäule, lange Beine, halb einziehbare Klauen für mehr Traktion und ein langer Schwanz, der bei schnellen Kurven das Gleichgewicht hält. Aber Geschwindigkeit hat auch ihre Nachteile. Geparden haben schwächere Kiefer als andere Großkatzen und nur begrenzte Verteidigungsfähigkeiten. Daher jagen sie oft tagsüber, wenn Löwen und Hyänen weniger aktiv sind, und müssen schnell fressen, bevor andere Raubtiere antreffen. In den Ebenen der Serengeti repräsentieren Geparden einen anderen Evolutionsweg: die absolute Optimierung für einen einzigen Vorteil. Geschwindigkeit schafft Chancen, setzt aber auch klare Grenzen. Und in einer Welt, in der jeder Vorteil seinen Preis hat, sind Gepardenverbände der Beweis dafür, dass selbst die Schnellsten Zusammenarbeit brauchen, um zu überleben. Während das Tageslicht gleichmäßig über die Ebenen und die spärlichen Flusswälder ausspreitet, beginnt ein weiteres Raubtier sich lautlos zu bewegen. Der Leopard zeigt weder die Geschwindigkeit des Geparden, noch verlässt er sich auf seine Überzahl wie die Hyäne, sondern wählt den Weg der absoluten Tarnung. Diese Leopardweibchen lebt allein. Ihr Körper ist kompakt und kräftig gebaut, mit gut ausgewogenen Muskeln, die es ihr ermöglichen, in engen Räumen zu klettern, zu schleichen und zuzuschlagen. Ihr Fell, das mit Rosettenmustern bedeckt ist nicht nur ein Erkennungsmerkmal, sondern auch eine perfekte Tarnung, die ihre Umrisse im fleckigen Licht des Baumkronendachs auflöst. Leoparden sind außergewöhnlich vielseitige Raubtiere. Je nach Wettbewerbsdruck und Umweltbedingungen können sie sowohl tagsüber als auch nachts aktiv sein. Dank ihres scharfen Sehvermögens, ihres ausgeprägten Gehörs und ihrer fast geräuschlosen Bewegungen können sie sich ihrer Beute bis auf sehr kurze Distanz nähern, bevor sie angreifen. Heute entscheidet sich das Weibchen dafür, bei Tageslicht zu jagen. In der Nähe eines niedrigen Gebüschs grast eine Herde Impalas, die ständig in höchster Alarmbereitschaft ist.
Die Leopardin senkt ihren Körper, bewegt sich Schritt für Schritt und nutzt jeden Schattenfleck und jede Unebenheit des Geländes, um ihre Bewegungen zu verbergen. Die Entfernung verringert sich Meter für Meter. Wenn der Moment gekommen ist, erfolgt der Sprung blitzschnell. Der Leopard verfolgt seine Beute nicht lange. Er verlässt sich auf seine explosive Kraft und Präzision. Die Jagd endet schnell, effizient und lautlos. Unmittelbar danach schleppt er seine Beute zu einem großen Baumstamm. Mit einer Kraft, die sein Körpergewicht bei weitem übersteigt, kann er Beute, die schwerer ist als er selbst, in die Äste ziehen und sie dort außerhalb der Reichweite von Hyänen und Löwen lagern. Dies ist eine der wichtigsten Anpassungen, die es Leoparden ermöglicht, in einer hart umkämpften Umgebung zu überleben. Auf einem Ast im Tageslicht ruht sich der Leopard neben seiner Beute aus. In einer Welt, in der jedes Raubtier eine andere Strategie verfolgt, ist der Leopard ein Beweis für die Kraft der Flexibilität und der Heimlichkeit, Eigenschaften, die es ihm ermöglichen, neben größeren, schnelleren und zahlreicheren Raubtieren zu existieren. Große, dunkle Gestalten tauchen inmitten des goldenen Grasmeeres. Kappbüffel, die zu den gefährlichsten Huftieren Afrikas zählen, bewegen sich in großen Herden, langsam, aber eindrucksvoll. Im Gegensatz zu Antilopen oder Zebras sind Kappbüffel nicht auf Geschwindigkeit angewiesen, um zu überleben. Sie haben einen schweren Körperbau, hohe Schultern, kurze Hälse und dicht gepackte Muskeln. Auf ihren Köpfen befinden sich gebogene Hörner, die an der Basis miteinander verwachsen sind. Eine einzigartige Knochenstruktur, die wie ein natürlicher Schutzschild funktioniert und stark genug ist, um selbst den größten Raubtieren standzuhalten. Kappbüffel leben in komplexen sozialen Herden, die aus Hunderten von Tieren bestehen können. Innerhalb der Herde umgeben starke Erwachsene die Kälber und schwächeren Tiere und bilden so eine mobile Verteidigungsbarriere. Dies ist eine der effektivsten Formen der kollektiven Verteidigung in der Steppe. Der Ruf der Kappbüffel beruht nicht nur auf ihrer Größe, sondern auch auf ihrem unberechenbaren Temperament. Sie gehören zu den wenigen Tieren, die nicht zögern, Gegenangriffe zu starten.
Wenn sie bedroht werden, kann sich eine ganze Herde gemeinsam umdrehen und direkt auf ein Raubtier zustürmen. Viele Löwen wurden durch die präzisen Hornstöße ausgewachsener Büffel getötet. In den Serengeti-Ebenen sind Kappbüffel ein deutlicher Hinweis darauf, dass die effektivste Überlebensstrategie manchmal nicht die Flucht ist, sondern das gemeinsame Durchhalten. Kappbüffel galten einst als Symbole für kollektive Stärke in den afrikanischen Ebenen. Mit ihren großen Herden und ihrem aggressiven Verteidigungsverhalten mussten sie sich nur selten natürlichen Raubtieren unterwerfen. Heute geht die größte Bedrohung für Kappbüffel nicht mehr von Löwen oder Hyänen aus, sondern vom Menschen. Die Jagd auf Fleisch, heute und zur Machtdemonstration, hat in der Vergangenheit viele Populationen dezimiert. Konflikte zwischen Kappbüffeln und lokalen Gemeinschaften nehmen zu, wenn die Nahrungsressourcen knapp werden. Büffel, die in Ackerland eindringen, führen oft zu Vergeltungstötungen, was zu weiteren Verlusten in den Populationen führt. Trotzdem überleben die Kappbüffel. In großen Schutzgebieten bewegen sich die Herden dank Naturschutzprogrammen und Lebensraummanagement weiterhin auf ihren alten Routen. Das Schicksal der Kappbüffel zeigt eine klare Realität. Selbst die stärksten Arten sind nicht immun gegen den Einfluss des Menschen. Ihre Zukunft hängt davon ab, wie intakt Ökosysteme erhalten werden können. In den Weiten der tansanischen Ebenen hebt sich eine große Gestalt vom goldenen Gras ab. Der Strauß, der größte lebende Vogel der Erde. Er bewegt sich mit langen, gleichmäßigen Schritten vorwärts. Da Strauße nicht fliegen können, haben sie sich so entwickelt, dass sie den Boden beherrschen. Ihre langen, kräftigen Beine mit nur 2 Zehen sind optimal für schnelles, energieeffizientes Laufen angepasst. In gefährlichen Situationen können Strauße Geschwindigkeiten über 70 Kilometer pro Stunde erreichen und diese über lange Strecken aufrechterhalten. Ein entscheidender Vorteil, um Raubtiere zu entkommen. Dank ihrer großen Augen können Strauße weiter sehen als manche andere Vögel. In der Steppe dienen sie oft als unbeabsichtigte Wächter, die Gefahren frühzeitig erkennen, von denen andere grasende Tiere profitieren können. Daher findet man Strauße oft in der Nähe von Zebras oder Antilopen, wo sie lose, aber effektive gemischte Gruppen bilden. Während der Brutzeit zeigen Strauße ein komplexes Sozialsystem. Die Männchen verteidigen ihr Revier, während mehrere Weibchen gemeinsam in einem einzigen großen Nest Eier legen können. Bemerkenswert ist, dass sich das Männchen und das dominante Weibchen die Aufgaben des Ausbrütens der Eier und der Verteidigung des Nestes teilen. Eine Arbeitsteilung, die bei Vögeln selten anzutreffen ist. Wenn sie in die Enge getrieben werden, rennen Strauße nicht nur weg. Mit ihren kräftigen Beinen können sie Raubtieren schwere Verletzungen zufügen. Ihre Hauptstrategie bleibt jedoch die frühzeitige Erkennung und Vermeidung von Gefahren, anstatt sich ihnen zu stellen.
Auf einer niedrigeren Ebene der Ebenen, zwischen Büschen und Felsspalten, spielt sich eine andere Welt in einem schnelleren Tempo ab. Mangusten, klein und agil, gehören zu den wachsamsten sozialen Säugetieren Afrikas. Mangusten leben in eng verbundenen Gruppen, in denen jedes Individuum eine bestimmte Rolle hat. Wenn die Gruppe auf Futtersuche ist, steht immer mindestens ein Mitglied Wache und beobachtet ständig den Himmel und die Umgebung. Ein einziger kurzer Alarmruf reicht aus, um die gesamte Gruppe augenblicklich verschwinden zu lassen. Die Ernährung der Mangusten ist sehr vielfältig. Insekten, Kleintiere, Eier und sogar giftige Schlangen. Sie verfügen über extrem schnelle Reflexe und eine gewisse Giftresistenz, die es ihnen ermöglicht, sich gefährlichen Schlangen zu stellen. Dennoch beruht der Erfolg eines Mangusten nicht auf seiner Kraft, sondern auf seiner Schnelligkeit, Koordination und Erfahrung. Obwohl sie klein sind, spielen Mangusten eine wichtige Rolle bei der Kontrolle der Populationen von Insekten und Kleintieren und tragen so zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts bei. Ihre Existenz ist der Beweis dafür, dass in der Steppe nicht immer die Größe über die Stärke entscheidet. Während die Sonne langsam hinter dem Horizont der tansanischen Steppe untergeht, breitet sich Dunkelheit über die weiten Graslandschaften aus. Die langsamen Schritte der Kappbüffel verklingen in der Ferne. Hyänenrudel beginnen in der Dämmerung miteinander zu kommunizieren und Raubtiere bereiten sich still auf eine neue Nacht vor. Jede Art erfüllt weiterhin ihre Rolle in einem System, das seit Tausenden von Jahren funktioniert. Die Ebenen existieren nicht wegen einer einzigen Art. Das Leben hier wird durch ein fragiles, aber engmaschiges Netzwerk aufrechterhalten, das Raubtiere und Beutetiere, die Starken und die Kleinen, die Lebewesen zu Lande, zu Wasser und in der Luft miteinander verbindet. Wenn ein Glied dieser Kette bricht, verändert sich die gesamte ökologische Struktur auf eine Weise, die nicht rückgängig gemacht werden kann. Heute steht dieser uralte Rhythmus unter zunehmendem Druck durch den Menschen. Überjagung, Verlust von Lebensräumen, Umweltverschmutzung und Klimawandel stören das Gleichgewicht, das sich über Millionen von Jahren der Evolution herausgebildet hat. Selbst Arten, die einst als unantastbar galten, sind nun gezwungen, sich an beispiellose Bedrohungen anzupassen. Beim Schutz der Natur geht es nicht nur darum, majestätische Landschaften oder ikonische Tiere zu erhalten. Es geht darum, ökologische Beziehungen zu sichern, Migrationskorridore, Wasserquellen und Räume zu schützen, die es dem Leben ermöglichen, sich nach seinen eigenen Bedingungen fortzusetzen. Jede Entscheidung des Menschen, von der Nutzung der Ressourcen bis zum Respekt vor der Natur, hinterlässt bleibende Spuren. Die Ebenen Tansanias werden sich weiter verändern, wie sie es schon immer getan haben. Aber ihre Zukunft hängt davon ab, ob die Menschen sich dafür entscheiden, Teil der Lösung zu werden oder weiterhin die Ursache für den Niedergang bleiben.
In der Stille der Dämmerung gibt die Natur keine Warnung. Sie wartet einfach auf unsere Antwort. Dies ist das wilde Südafrika. Wo jedes Lebewesen um sein Überleben kämpfen muss und jeder friedliche Moment nur die Ruhe vor der nächsten tödlichen Jagd ist. Das wilde Südafrika, das Reich der endlosen Jagd. Während die Morgendämmerung über den dichten Wäldern des Kruger-Nationalparks noch nicht angebrochen ist, bleibt eine stille Silhouette zwischen den hohen Bäumen stehen. Eine Leopardin, Symbol von Geheimnis und anmutiger Kraft, pirscht sich von einem völlig unerwarteten Aussichtspunkt aus an. Einem Ast, der direkt über den Weg der Impala-Herde ragt. In der Welt der Leoparden, Panthera pardus, dienen Bäume nicht nur zum Ausruhen. Sie sind Wachtürme, Festungen und Startlanschen für blitzschnelle Hinterhalte. Auf der sonnenbeschienenen Rinde des Baumes verschmilzt ihr goldgelbes Fell mit den schwarzen Rosetten perfekt mit der Umgebung. Ihre bernsteinfarbenen Augen verfolgen leise jede Bewegung unter ihr. Unter dem Blätterdach nähert sich eine Herde Impala. Jeder Schritt leicht, als könne an diesem ruhigen Morgen nichts Gefährliches passieren. Sie spannt sich an. Ihre Muskeln sind bereit. Der Leopard zerrt seine Beute in den Schatten und schleppt sie dann mit erstaunlicher Kraft zurück in die hohen Äste, weit außerhalb der Reichweite von Hyänen oder Löwen, diesen stets bereiten Dieben. Dort wird sie fressen, sich ausruhen und aus dem Blickfeld verschwinden, bis sich das Licht wieder verändert. Allein zu leben ist keine Schwäche. Es ist die Essenz der Stärke des Leoparden.
In einer Welt, die von den Mächtigen beherrscht wird, braucht sie kein Rudel, um zu überleben, kein Brüllen, um einzuschüchtern. Ein einziger Sprung aus der Baumkrone genügt, um zu verkünden, dies ist das Reich einer wahren Königin. Als die Sonne über die Graslandschaften des Kruger Nationalparks steigt und die sengende Hitze beginnt, den ausgedörrten Boden aufzubrechen, regen sich massive dunkle Gestalten an. Das sind keine Löwen, es sind auch keine Elefanten. Es sind Kappbüffel, Huftiere von gigantischer Größe, denen selbst die wildesten Raubtiere mit Vorsicht begegnen. Sie sehen aus wie eine Armee, Hunderte von Tieren, die sich in enger Formation bewegen. Jedes wiegt ungefähr 900 Kilo. Ihre dunkle Haut glänzt und ihre Hörner sind wie Kriegerhelme nach oben gebogen. Aber ihre gefährlichste Waffe befindet sich in der Mitte ihres Kopfes. Der Boss, ein verwachsenes Knochenschild, das härter als Stahl ist. Kappbüffel, Syncerus caffer, sind nicht die sanften Grasfresser, als die sie erscheinen mögen. Unter ihrer dicken Haut schlägt ein Herz, das niemals zurückweicht. Sie verteidigen die Herde, als hinge ihr Leben davon ab. Und das tut es auch. In der Mitte finden sich die verletzlichen Kälber. An den Rändern bleiben dominante Bullen wachsam und sind jederzeit bereit, in den Kampf zu stürmen. Eine einsame Löwin beobachtet still die Kappbüffelherde. Sie ist fasziniert von der rohen Kraft, die von ihren spiralförmigen, stahlartigen Hörnern ausgeht. Einmal griff sie ein Kalb an, das sich von der Herde entfernt hatte. Doch innerhalb weniger Augenblicke stürmten mehrere dominante Bullen herbei und schlugen wie Donner zurück. Die Löwin wurde verwundet. Es war eine harte Lektion. Nimm es niemals alleine mit einem Kappbüffel auf. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Raubtier vor einem Kappbüffel zurückweichen musste. Und es wird sicherlich auch nicht das letzte Mal sein. Die Herde setzt ihre Reise fort. Eine mobile Festung, nicht auffällig oder laut, aber voller Stolz und unerschütterlicher Entschlossenheit. Als die Sonne beginnt, die Kalahari-Wüste zu versengen, taucht eine Gruppe von Erdmännchen aus dem Eingang ihrer Höhle auf. Die Köpfe hoch erhoben wie kleine Wächter. Sie sind klein, agil und leben in eng verbundenen Gemeinschaften, in denen jedes Individuum eine Aufgabe hat. Futter suchen, Wache stehen, Schutz der Jungen. Erdmännchen sind berühmt für ihr ausgeklügeltes Warnsystem. Beim ersten Alarmruf eines Wächters lässt die gesamte Kolonie sofort alles stehen und liegen
und verschwindet in der Sicherheit des Baus. In einem Land, in dem es von Falken, Schlangen und Honigdachsen wimmelt, ist Zusammenhalt überlebenswichtig. Aber nicht jeder Alarm dient wirklich der Sicherheit. Von einem nahegelegenen Ast aus beobachtet ein afrikanischer Drongo die Situation. Als Meister der Stimmimitation ahmt er den Alarmruf der Erdmännchen nach. Eine perfekte Täuschung. Mit nur einem einzigen falschen Schrei bricht Panik aus. Die Erdmännchen geben ihre Futtersuche auf. Eines lässt einen saftigen Käfer fallen, den es gerade gefangen hat. Der Drongo stürzt sich darauf, schnappt sich die Beute und fliegt davon. Das ist List, getarnt als Instinkt. Ein Kampf, der nicht mit Krallen, sondern mit Tricks und Witz ausgetragen wird, unter der sengenden Hitze der Wüstensonne. Als die untergehende Sonne der Kalahari den Sand in tiefes Rot teicht, beginnen Schatten aus den Spalten zwischen den Felsen zu kriechen. Unter den Kreaturen, die sich durch rissige Erde und dorniges Gestrüpp schlängeln, gibt es eine, die selbst die wildesten Raubtiere mit Vorsicht behandeln: der Honigdachs. Der Honigdachs, Mellivora capensis, ist kurzbeinig und kräftig gebaut und hat ein auffälliges schwarz-graues Fell. Er sieht vielleicht nicht besonders anmutig oder elegant aus, aber unter seinem stämmigen Körper verbirgt sich ein unnachgiebiger Kampfgeist. Er flieht nicht vor Gefahren, er stellt sich ihnen. Der Honigdachs hat eine dicke, lockere Haut, die es seinen Feinden fast unmöglich macht, ihn mit Krallen oder Zähnen zu fassen. Sein muskulöser Körper ermöglicht es ihm, sich zu drehen und zurückzubeißen, selbst wenn er am Hals gepackt wird. Und seine scharfen Zähne können Schildkrötenpanzer oder die schuppige Haut einer Kobra durchbohren. Er verlässt sich nicht auf seine Schnelligkeit. Er braucht kein Rudel. Er streift allein umher und durchsucht jede Ritze nach Nahrung, von Insekten und Reptilien bis hin zu giftigen Schlangen oder Bienenstöcken, die tief in trockenen Bäumen verborgen sind. Und wenn es nötig ist, ist es bereit, sich zu wehren, egal ob gegen Hyänen, Löwen oder Schakale. Diese Kämpfe dauern selten lange. Ein paar Knurren, ein paar Hornstöße oder flüchtige Bisse. Aber es ist die schiere Hartnäckigkeit und rücksichtslose Kühnheit des Honigdachses, die selbst größere Raubtiere zögern lässt.
Nicht, weil sie schwach sind, sondern weil diese Beute einfach den Aufwand nicht wert ist. Und so überlebt der Honigdachs, nicht durch schiere Kraft, sondern durch seine schiere Weigerung, sich zurückzuziehen. Entlang der Atlantikküste, wo eisige, unerbittliche Wellen auf die Küsten Südafrikas treffen, lebt eine der größten und lautesten Tiergemeinschaften des Kontinents, die Kap-Pelzrobben. Auf rutschigen, von Algen bedeckten Felsen drängen sich Tausende von Robben zusammen, ihre Körper zittern im Einklang mit dem Seewind. Ihr Chor, Rufe, Kreischen und das Brüllen der Männchen, die um ihr Revier kämpfen, hallt wie eine wilde Symphonie des Ozeans. Sie wurden nicht zum Kämpfen geboren, aber sie mussten lernen, wie man überlebt. Kap-Pelzrobben besitzen ein doppellagiges, wasserdichtes Fell, einen stromlinienförmigen Körper und kräftige Vorderflossen, mit denen sie schnell unter Wasser gleiten können. An Land bewegen sie sich jedoch unbeholfen. Während der Paarungszeit beanspruchen die Männchen felsige Abschnitte, errichten Territorien und verteidigen Gruppen von Weibchen. Die Jungtiere werden inmitten des Chaos dieser Kolonien geboren und haben keinen anderen Schutz als die Nähe ihrer Mutter. Und genau dann beginnt die Gefahr vom Land her aufzukeimen. Hinter einem moosbewachsenen Felsen schleicht sich eine braune Hyäne zum Strand. Im Gegensatz zu ihren lauten, gefleckten Verwandten ist die braune Hyäne ein stiller Nachtjäger. Ihr daustiges, zotteliges Fell, ihre steltige Gangart und ihre entschlossene Schnauze zeugen von Konzentration. Nicht für sich selbst, sondern für die hungrigen Jungtiere, die an der Höhle auf sie warten. Sie weiß, dass sich hier eine Gelegenheit bietet. Neugeborene Kap-Pelzrobbenbabys, nur wenige Tage alt, noch unbeholfen zwischen den glatten Steinen. Die Kolonie ist riesig, aber chaotisch. Und im Chaos reicht ein einziger Fehler. Der Moment kommt. Ein kleines, durchnässtes Jungtier, das für einen Moment ungeschützt ist, während seine Mutter abgelenkt ist.
Es gibt keinen brutalen Kampf, aber es gibt einen Sieger. Die Hyäne bückt sich, holt sich den leblosen Körper der Seehundwelpen zurück und verschwindet dann lautlos im Salznebel. Sie schaut nicht zurück, das muss sie auch nicht. Dies ist keine Trophäe. Es ist eine Lebensader, die sie nach Hause zu den Mäulern trägt, die in der Dunkelheit warten. Auf den feuchten Felsen prallen Leben und Tod stündlich aufeinander. Und manchmal ist das als Aasfresser gebrandmarkte Tier tatsächlich der unerbittlichste Jäger. Denn es jagt nicht nur für sich selbst, sondern für die nächste Generation. Nicht alle Pinguine leben inmitten von Eis und Schnee. An der sonnenverwöhnten Küste Südafrikas, wo sanfte Wellen gegen Granitbuchten schlagen und Büsche sich über sandige Hänge drängen, lebt eine Pinguinart, die sich einen höchst ungewöhnlichen Lebensraum ausgesucht hat: der afrikanische Pinguin. Sie sind die einzige Pinguinart der Welt, die sich an ein tropisches Klima angepasst hat. Kein Schnee, kein Treibeis, nur heißer Sand, graue Felsen und fast das ganze Jahr über sengende Sonne. Doch durch eine Reihe von bemerkenswerten Anpassungen haben sie es geschafft, an den Küsten Südafrikas und Namibias zu überleben und einst sogar zu gedeihen. Afrikanische Pinguine, Spheniscus demersus, sind weniger als 60 cm groß und haben ein auffälliges schwarz-weißes Gefieder. Ein hufeisenförmiges schwarzes Band erstreckt sich über ihre Brust, ihr charakteristisches Merkmal. Was sie jedoch wirklich auszeichnet, sind ihre blassroten Augen, die durch eine rosa Drüse über jedem Auge hervorgehoben werden, die dabei hilft, die Körpertemperatur zu regulieren und in dem feuchten Klima Wärme abzuleiten. Die Brutzeit beginnt im Frühling. Im Gegensatz zu meisten Vogelarten bleiben afrikanische Pinguine ihr Leben lang mit einem Partner zusammen. Sie kehren Jahr für Jahr zum selben Nest zurück, oft eine flache Höhle unter Büschen oder zwischen Felsen, wo sie abwechselnd fast 40 Tage lang 2 Eier sorgfältig ausbrüten. Doch nun ist das Überleben dieser widerstandsfähigen Art bedroht. Ein drastischer Rückgang der Fischbestände aufgrund von Überfischung, durch den Klimawandel verursachte Veränderungen der Meeresströmungen und Ölverschmutzung bringen afrikanische Pinguine an den Rand des Aussterbens. Von über 2 Millionen Exemplaren zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind heute weniger als 10% in freier Wildbahn übrig geblieben.
An Stränden, an denen einst Tausende von ihnen riefen, gibt es nur noch ein paar Dutzend verstreute Nester. Und doch werden Anstrengungen unternommen. Naturschutzorganisationen, geschützte Brutgebiete und zum ersten Mal Menschen, die lernen, sich zurückzuziehen und dieser Art eine weitere Chance zum Überleben zu geben. Der afrikanische Pinguin ist mehr als ein Symbol für Anpassung. Er erinnert uns daran, dass die Natur unser Mitleid nicht braucht. Sie braucht nur, dass wir aufhören, sie zu verstören. Über die weiten Graslandschaften Südafrikas ziehen Herden afrikanischer Elefanten ruhig dahin. Langsam, majestätisch und tief miteinander verbunden. Sie sind die größten Landtiere der Erde, mit riesigen Ohren und unglaublich vielseitigen Rüsseln. Was sie jedoch wirklich außergewöhnlich macht, ist nicht ihre Größe, sondern ihr unvergleichliches Gedächtnis und ihr komplexes Sozialleben. An der Spitze jeder Herde steht ein älteres Weibchen, die Matriarchin, die sich an Wasserquellen, Wanderwege und Gefahren aus der Vergangenheit erinnert. Sie sind nicht nur Tiere, sondern Ikonen. Symbole von Weisheit, Erinnerung, Geduld und Familie. In afrikanischer Kultur verkörpern Elefanten Ausgeglichenheit und das Heilige. In einem Land, in dem Leben und Tod miteinander verflochten sind, ist jeder Schritt eines Elefanten eine eindringliche Erinnerung daran, dass manche Dinge, einmal verloren, niemals ersetzt werden können. Von den dichten Wäldern des Kruger-Nationalparks bis zu den verbrannten Sandflächen der Kalahari, von Elefanten, die ruhig über die Ebenen schreiten, bis zu den rölligen Küsten, an denen Robbenkolonien brüllen, ist Südafrika eine lebendige Leinwand der wilden Natur, auf der jeder Atemzug, jede Jagd, jeder Tod die Bedeutung von Kontinuität trägt. Jede Spezies, ob der einsame Leopard, der vereinigte Kafferbüffel, das wachsame Erdmännchen oder der trotzige Honigdachs, trägt eine Geschichte des Überlebens in sich. Sie überleben nicht nur. Sie prägen, bewahren und spiegeln das fragile Balancegleichgewicht der Natur wider. Doch inmitten all dieser Pracht hallen Warnsignale wider. Die Zahlen gehen zurück, Lebensräume verschwinden und Arten wie der afrikanische Pinguin schreien nach einer letzten Intervention. Wir dürfen nicht die letzten Geschichtenerzähler sein. Wir müssen diejenigen sein, die händeln, damit auch zukünftige Generationen noch das Trompeten der Elefanten hören, die Robben auf den Felsen sehen und den verbleißenden Spuren der Leoparde in den Sonnenuntergang des Kruger-Nationalparks folgen können.
Denn die Natur braucht den Menschen nicht, um weiter zu bestehen. Aber der Mensch kann ohne die Natur nicht leben.